Moin Moin aus dem Miniaturwunderland und herzlich willkommen hier in unserem neuen Speicher. Direkt hinter mir, hier im 4. Boden, lässt sich seit neuestem eine Zeitreise durch die vergangenen 20 Jahre des Miniaturwunderlandes erleben. Hier haben wir die verrücktesten Aktionen, unsere aktuellen Bauabschnitte und natürlich unsere Weltrekorde zusammengefasst. Und wie diese neue Ausstellung entstanden ist, das zeigen wir euch jetzt. "20 Jahre Wunderland", das ist aus unserer Miniaturperspektive natürlich ein unfassbar langer Zeitraum. Und ungefähr so lange haben wir auch gebraucht, um uns durch über 1000 Wochenberichte zu wühlen, uns ganz viel Videomaterial aus der Zeit anzuschauen und uns mit Zeitzeugen von damals zu unterhalten. Und herausgekommen ist eine Ausstellung über 20 Jahre Miniaturwunderland. Sie beginnt im Jahr 2000, und zwar genauer gesagt in Zürich in der Marktgasse Nummer 10. Denn hier war Frederik damals vor über 2 Dekaden unterwegs. Und als er dieses kleine Modelleisenbahngeschäft gesehen hat, da hatte er die zündende Idee, hat Gerrit angerufen und gesagt, wir bauen die größte Modelleisenbahn der Welt. Und genau das kann man sich angucken vom Jahr 2000 bis zu unserem neuesten Bauabschnitt Rio de Janeiro. Wenn wir durch die Sonderausstellung durchgehen, dann finden wir nicht nur Bilder von den Bauabschnitten. Nein, wir haben auch wirklich das Wunderland-Archiv einmal komplett auf links gekrempelt, haben Dutzende Kisten durchwühlt und Regale einmal komplett umgeräumt und haben tolle Sachen gefunden. Wir haben Bilder gefunden, wir haben spannende Artikel aus Zeitungen entdeckt, die bedeutsam sind für die Wunderland-Geschichte, aber auch manchmal einfach witzig. Zum Beispiel hier im Jahr 2002 hat die Zeitung von über 100 Toten aus dem Staubsauger berichtet. Da wussten damals viele Leute natürlich noch erstmal gar nichts mit anzufangen. Heute wissen wir, hier und da passiert bei Reinigungsaktionen natürlich mal, dass Figuren im Staubsaugerbeutel landen. Das erregte damals natürlich super viel Aufmerksamkeit und hat dann vielleicht auch hier und da mal prominenten Besuch ins Wunderland gebracht. Hier sehen wir Gaston, der Unterstützung beim Bau einer Kaimauer in Hamburg von Wladimir Klitschko bekommt. Es gibt hier und da im Wunderland ja aber auch Prominente, die noch länger im Wunderland geblieben sind. Schauen wir mal, wer sich da verbirgt. Seit 2007 ist zum Beispiel DJ Bobo im Wunderland zu finden und gemeinsam mit ihm haben wir damals den neuen Schweiz-Abschnitt eröffnet. Die Bühne hier war gemeinsam mit diesem riesengroßen Open-Air-Konzert natürlich kaum zu übersehen. Für die 20.000 Figuren haben wir damals knapp 3 Wochen mühsam geklebt und gesetzt. Aber warum steht diese Bühne jetzt eigentlich hier? 2 Jahre später, 2009, haben wir eine neue Bühne gebaut, die dann gemeinsam mit DJ Bobo auf seine Fantasy-Tour gegangen ist. Nun können wir die hier betrachten, können unterhalb der Bühne all die Technik bewundern, die nötig ist, um all die Bewegung, Sound- und Lichteffekte zu ermöglichen. Und auf Knopfdruck konnte dann das Ganze auch starten. Hier in dem Raum machen wir einen großen Zeitsprung. Es geht vom Jahr 2007 bis hin zum Jahr 2017, dort drüben auf der anderen Seite. In diesen 10 Jahren hatten wir unter anderem 2 Sonderausstellungen zu einem bisschen sperrigen Thema, nämlich zu den Bundestagswahlen 2009 und 2013. Da haben wir den 6 größten Parteien die Möglichkeit gegeben, in Zusammenarbeit mit unseren Modellbauern auf einem Quadratmeter Fläche ihre politische Vision darzustellen. Und 6 Dioramen aus diesen 2 Sonderausstellungen haben nun hier ihren Platz gefunden. Natürlich haben wir uns auch viele Gedanken zur Gestaltung gemacht. Jede Welt hat von uns eine eigene Farbe bekommen, anhand derer man dann an der Wand die Bauzeit nachvollziehen kann. Die Highlights eines jeden Abschnittes haben wir in einem Video zusammengefasst.
Um das Ganze etwas aufzulockern, habe ich thematisch passende Illustrationen für die Ausstellung erstellt. Dafür habe ich mich mit meinem Zeichenblock 3 bis 4 Tage nach Hause verzogen. Dort habe ich gezeichnet, digitalisiert, Klebefolien gedruckt und das Ganze dann im Team in mühevoller Handarbeit an die Wand geklebt. Und hiermit sind wir nun in der Neuzeit des Wunderlandes angekommen und damit leider auch schon am Ende unserer Ausstellung. Aber es endet mit Highlights wie unserem Brückeneinhub im Jahr 2020, dem legendären Weltrekord, den wir im absoluten Lockdown-Wahnsinn hier umgesetzt haben und natürlich der Eröffnung unseres Rio-Abschnitts. Und für alle, die sich jetzt noch fragen, wo stand ich eigentlich hier am Anfang? Hinter mir ist ein neuer Fotopoint als Überraschung hier im Wunderland entstanden. Und dazu erzählt euch nun am besten Felix einmal mehr. Die letzten Wochen war ich stark beschäftigt. Ich habe über unserem Rio-Abschnitt hier oben im 4. Stock in der Sonderausstellung einen Fotopoint für euch gemalt bzw. gestaltet. Die Idee war einfach, euch einen Ort zu geben, wo ihr euch entspannt als Gruppe fotografieren könnt, ein schönes Andenken mitnehmen könnt, ohne viel Gewusel irgendwie in der Anlage oder andere Leute zu behindern. Wir haben uns als Motiv das Schloss Knuffing ausgesucht, weil es einfach so der älteste Bauabschnitt ist. Es ist ein super bekanntes Fotomotiv aus dem Miniatur-Wunderland. Und ja, wie ich das gemacht habe, mit was für Techniken, Schwämmen, Pinseln und so weiter, könnt ihr euch jetzt angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Mit der Eröffnung unseres 4. Speicherbodens ist fast schon etwas Historisches passiert. Denn das erste Mal in der Geschichte des Wunderlandes haben wir gefühlt sowas wie Platz oder hatten, weil wir haben schließlich sofort jeden Quadratzentimeter, der uns zur Verfügung stand, verplant. Hier im 4. Boden zum Beispiel soll irgendwann mal Asien entstehen, aber bis es soweit ist, haben wir den Platz genutzt und hier unsere Sonderausstellung aufgebaut. Zum einen die 20-Jahre-Ausstellung, zum anderen aber auch die bestehenden Ausstellungen wie Sauwohl, die geteilte Stadt oder auch die Geschichte der Zivilisation. Direkt hinter mir geht es los mit unserer Sonderausstellung Sauwohl, eine Ausstellung, die sich dem Thema annimmt, wie halten wir eigentlich unsere Nutztiere am Beispiel des Mastschweins. Die ganze Ausstellung ist entstanden im Jahr 2019 als Folge von einer kleinen Social-Media-Aktion und einer Aktion unserer kleinen Knuffinger, die für ordentlich Furore gesorgt hat, in positiver wie auch in negativer Hinsicht. Unter anderem die Landwirte haben sich leider ein bisschen an den Pranger gestellt gefühlt, was natürlich gar nicht unsere Intention dieser Aktion war. Und um das ganze Thema sozusagen noch mal ein bisschen differenzierter anzugehen, haben wir eben diese Ausstellung entwickelt. Im Gespräch mit ganz vielen Tierschutzverbänden, mit eben auch den Landwirten selber. Wir haben uns ganz viele Betriebe angeguckt. Und herausgekommen ist eine Ausstellung in 5 Dioramen, die sozusagen die gesamte Bandbreite abbildet, von der industriellen Massentierhaltung bis hin zu einer Tierhaltung nach höchsten Bio- und Tierwohlstandards. Die beiden nächsten Sonderausstellungen sind in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung entstanden. Die Ausstellung Geschichte unserer Zivilisation zeigt in 8 Dioramen ein idealtypisches Stück Land im Laufe der Zeit.
Im Prinzip werden verschiedene Epochen dargestellt, von der Jungsteinzeit bis hin zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Wer also sehen möchte, wie die Leute in der Steinzeit gelebt haben, wie sie im Mittelalter miteinander gehandelt haben oder wie sich der Wandel bis hin zu einer industrialisierten Stadt vollzogen hat, der ist herzlich eingeladen, sich mal unsere Ausstellung anzugucken. Die Ausstellung Die geteilte Stadt schließt sich quasi zeitlich nahtlos an. Mit dieser Sonderausstellung wollten wir ein ganz besonders wichtiges Stück deutscher Geschichte erlebbar machen, und zwar die Teilung von Deutschland in Ost und West. Einige von unseren Gästen haben diese Zeit womöglich miterlebt und haben die Erinnerung daran noch ganz präsent. Aber insbesondere die jüngere Generation, die kennt eben diese Geschichten nur aus ihren Geschichtsbüchern in der Schule, aus Filmen oder aus den Erzählungen von ihren Großeltern und Eltern. Und hier im Wunderland haben wir eben diese ganz besondere Möglichkeit, auch so komplexe Themen anschaulich darzustellen und für unsere Gäste greifbar zu machen. So, das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat das Special zu der neuen Ausstellung gefallen. Kommt gerne mal vorbei, schaut sie euch an. Und während ihr noch durch die neue Ausstellung flaniert, arbeiten wir schon an den Geschichten für noch mindestens 20 weitere Jahre Miniatur Wunderland.